Moin, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Juarez Gunslinger und wir sind auch schon mitten im Kampf, wie man da oben sieht, gegen Kid Curry, der sich hier mit einer Gatling Gun im Tunnel verschanzt hat und auf uns wartet. Wir kämpfen uns erstmal einen Weg hier durch seine Kumpanen und dann werden wir versuchen, ihn irgendwie zu bekommen. Wie genau? Das weiß ich auch noch nicht, aber es wird sich wohl schon einen Weg ergeben. Und wie wir das Spiel kennen, wird es vielleicht auch gleich so einer bilden. Luckily, I had located some dynamite. Welch ein Wunder. I still, however, had my work cut out for me. Es könnte echt schwer werden. Ach du Kacke. Nö, ich kann dich nicht. Ah, okay, jetzt kommen wir hin die Steine. Oh Gott, so einen ähnlichen Kampf hatten wir schon mal. Nur da in der Wüste. Und da hat der Typ jetzt keine extra Deckung für sich. Ja, hör auf. Na, das wollen wir mal sehen. Oh, jetzt bekommt er Unterstützung von oben. Wir wohl zuallererst mal erledigen sollten. Nein. Gott. Ja, okay. Konzentration war nicht gerade voll. Oh Gott, Kid Curry, du. Was ist denn das für ein Spawnpoint? Wer hat den denn gesetzt? Nö, ich bin einfach nur so hierher gekommen, hab mir gedacht, hey, kleiner Urlaub in den Bergen. Aber daraus ist jetzt das hier geworden. Aber gut, du willst es ja so haben. Dann bekommst du es auch. Fang! Nö. Ich hab eigentlich nicht so groß Lust auf Scherze. Hat er jetzt auch so ein paar Kumpanen da oben rumhängen? Scheinbar. Ah, oh. Auch das noch. Oh Gott. Ja. Ich bin das Coward. Und du versteckst dich da in einem Tunnel, hinter einer Panzerung mit einer Gatling Gun. Natürlich, mein Freund, natürlich. Du hast auch den Schuss nicht gehört. Hier hast ein paar, vielleicht hörst du ja. Arsch. Und ich glaube, da kam gerade schon wieder einer vorbei. Ja, da ist er. Aber wir haben ihn fast. Ich muss sagen, wir hauen jetzt direkt nochmal die 2 Dynamit hinterher, bevor seine ganzen Kollegen hier ankommen und dann reicht es doch nicht ganz. Nein. Oh Gott. Stalk mich nicht. So. Kannst du fangen? Ich kann werfen. Na komm. Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Sehr schön. Dann komm mal her. Sehr interessant, wie schnell es auch aus dem Tunnel, aus dem Einstürzen herausgeschafft hat. Ich sag mal nichts dazu. Egal. In dieser Story passieren sowieso sehr viele spontane Dinge mit spontanen Wendungen und Spontanität. Ja, ich versuche aber trotzdem mal wieder entehrt.
Genau, ich versuche es entehrt. Vielleicht werde ich es wieder schaffen. Nee, ich versuche es mal mit Ehre. Also, ehrenhaft. Denn in der letzten Folge haben wir es ja einmal hinbekommen. Vielleicht funktioniert es ja wieder. Mit etwas Glück. Ah, jetzt noch nicht. Ja, da haben wir ihn. Naja, und gut im Ausweichen, würde ich eher sagen. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Du Arsch. Ich konnte gerade auch nicht ausweichen mit, oh, ich habe auf S gedrückt. Deshalb konnte ich nicht. Genius. Ja. Okay, dann können wir auch währenddessen einfach mal ins Menü gehen. Ja. Jetzt darfst du schießen. Das war jetzt spontan. Ah ja. Jetzt kann ich ausweichen. Und das war's dann wohl. Tja, mein Freund. So viel zu dir. Erfolg. Kid Curry ehrenhaft getötet. 2 von 4 Nuggets. Wir haben, glaube ich, 2 verpasst, als wir gerade hinter der Spur hinterher waren. Hinter der brennenden in der letzten Folge. Deshalb ist das wahrscheinlich entstanden. Aber wir machen weiter. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Haha, und jetzt treffen wir Jesse James, die Person, auf die ich mich jetzt schon sozusagen das ganze Spiel über freue, endlich mal auf ihn zu treffen. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt inszeniert ist. Die Mission heißt, der Tod reitet einen stählernen Hengst. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, freue mich auf jeden Fall. Und wir fangen an. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Hallöchen, gepanzerter Schrotflintenschütze. Was machst du hier? Schön, dass du auch da bist. Wohin soll's denn gehen? Genau in die Hölle? Okay. Kann ich direkt liefern. Und noch ein Nugget. Der Winston Eisenbahnüberfall. Noch eben zu Jesse James, wo wir gerade sind. Wer es jetzt lesen möchte, kann es gerne tun. Das wäre auch mein erstes Spiel hier in diesem Cowboy-Bereich. Jesse James. Gunfighter 2, genau. Revenge of Jesse James. Habe ich ja eh schon mal erzählt, aber da war es mir auch so am Anfang mal auch eine Bank ausgeraubt als Jesse James. Ja, schon ziemlich cool, wie gesagt. Ah ja, wollen wir doch mal sehen. Ja, wie gesagt, ich freue mich eben sehr darauf, ihn jetzt zu treffen. Wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this.
Nach der Legende. Jesse James. Stopp der Erzüge. Nur mit Willenskraft. Jesse James. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So, I hopped the same train. Einfach drauf. Oh, ich dachte, wir müssten so schießen. Deswegen direkt mal geklickt, aber daraus wurde wohl nichts. Naja. So geht's auch. James' younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. Sehr So Jesse geil. needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. Boah, sieht das I cool was aus. hoping to find my man and put a bullet in his head. Ich möchte es nur eben anschauen. Ich an der Seite vom Zug stehen. Ah, das ist schon echt cool. Auch gerade so. Das ist ein alter Zug, das ist ein alter Lokomotiv. Das ist schon sehr, ja. Scheiße. Tut mir leid, aber es war gerade echt, ich weiß nicht, ich fand die Szene gerade schön. Ey. Ich frage mich nur, wie ich da hinkommen soll. Ah. Ich sollte, genau. Was? Nee, das war, ich habe einfach nur die Waffe gewechselt. So. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Ach, hinter I'm mir. finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Ja, das haben wir uns eben schon angeschaut. Wie gesagt, auf dem Zug hier finde ich gerade echt auch sehr cool. Auf dem Fahrenden. Okay. Vielleicht. Vielleicht sagt ja auch eine Kugel im Kopf etwas mehr. Er wird vielleicht, nur eventuell, das Gehirn etwas mehr durchblutet. Wie wär's denn? Eine kleine Bleispritze. Ich glaube, es war einfach die Konzentration, die gerade voll geworden ist. Guten Tag. Anyway. Excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. Hallo? Warum ist es gerade so langsam? Oh Gott. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? Wir sind, I glaube ich... think he's just some old drunk looking for some free liquor. Tut mir leid, ich wollte es ausprobieren. Ich glaube, wir haben tatsächlich etwas zu viel I don't getrunken. know, Jack. I think I believe it. Immer wieder das You don't gleiche. think he met Jesse James? Boy, you gotta be kidding me. Oh, That story makes no wonderful. sense at all. Jack, I mean, you gotta be 2 bricks short of a load. Hallo, to believe Pferd. that cock and bull story. Bis I don't gleich. agree. Ich komme gleich Jack, wieder. lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe to Ah, toe with hier bin Jesse ich wieder. James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. Gott. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's a damn Ja, Pinkertons!" sehr viel. Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Was? Jesse's mother's house and killed his stepbrother. Auch keine schöne Aktion von denen. Auch wenn wir ihn natürlich auch bekommen wollen. Was war das denn jetzt? Ernsthaft spielen. Na super. Wenn wir ihn natürlich auch bekommen wollen. Aber so wie die es gemacht haben, muss es natürlich nicht sein. Wir haben ja auch gerade erst in der letzten Folge die Geschichte von unseren 2 erhängten Brüdern erlebt. Das ist natürlich, wenn man dann auf die Familie geht, wirklich keine schöne, keine ehrenhafte Aktion.
Aber ich neige gerade mittlerweile... Das ist doch nicht wahr! Was ist das denn? Okay, ich gehe jetzt ganz vorsichtig rüber. Mein Gott, Spiel. Hallo. Heilige. So. Nee, ich bin eigentlich nur... Ja. Hallo, Boden. Schön, dich mal wieder zu sehen. Nicht gerade lang her, aber... Oh Gott. Genau, versuch's einfach mal das Gewehr nehmen. Vielleicht haben wir damit ja mehr Glück. Ich glaube hier auf die Distanz lieber. Mit den zwei Kollegen. Ich wechsle mal ein bisschen die Waffen. Aha, und es geht auch schon gleich etwas besser. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Sackschüsse. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? You don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. So nicht. Vielleicht. Ihr wollt ja auf mich losgehen, mein Freund. Irgendwo muss sie auch selbst die Verantwortung tragen. Ist nun mal leider so. Wer sich mit mir anlegt, bekommt Probleme. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich glaube, ich hätte es aufgegeben. Mal wieder. Ich meine, das ist auf normal, aber es ist einfach immer so zwischendrin in so einem Spiel Momente, wo ich mir einfach denke, nee, ich will nicht mehr. Guten Tag. Warum bist du so viel größer als ich? Ah, okay. Hier. Ich war noch weiter unten. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Ja, kreativ wie immer, also einfach durchschießen. Oh Gott, wenn sie hiervon jetzt ein paar lösen. Das wird lustig. I wondered if I was ever gonna find the front of that train. Or the bastard I was after. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Ach nö, Ach du Heilige. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Echt mal, Jack. Geht ja gar nicht. Hallo? Willst du vielleicht auch mal irgendwas treffen? Ah, sehr schön. Ja, man ist nicht gerade stark gepanzert gewesen. Ihn hat es jetzt zerlegt, den Herrn. Das ist viel Dynamit. Ah, und jetzt können wir daran. Ich weiß nicht, ob wir damit rückwärts schießen können. Deshalb, na, obwohl, oh Gott, so viel wie da kommen. So viel wie da kommen muss es ja schon fast so sein. Tja, aber auf die Idee bin ich leider zu spät gekommen. Mal wieder. Ah, sehr schön, es geht. Habe ich natürlich direkt gewusst. Ah, Gewalt gegen Kisten. Sehr schön. Na, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und ist hier noch einer? Hallo? Auf jeden Fall da noch. Und da noch. Und da ist noch irgendwo einer. Und da ist noch einer. Und das ist jetzt schon wieder eine Gatling Gun Passage. Das kam einfach in der ersten Hälfte, ich glaube, es war die erste Hälfte gar nicht. Und jetzt so 80 Mal hintereinander. Auch sehr interessant. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Aha. Und hier liegt auch schon reichlich Geld. Scheinbar erbeutet. So.
There sure were a lot of men determined to die that day. Hörst du auf damit? Jetzt darfst du. Tja, es tut mir auch leid um euch, aber ihr wollt's hier so. It was then that Jesse detached Gott. the express car from the rest of the damn train. Oh Gott. I could Holy. see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Na super. You had a showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Ja, mein Fokus ist auch gerade sehr wundervoll. Aber dafür ist meine Geschwindigkeit umso höher. Aber der Fokus ist gerade echt ekelhaft. Und der ist gerade ziemlich weit weg, aber wir werden ihn eh nicht töten. Wie wir eben schon gehört haben. Oder Yeah, doch? I didn't kill Jesse Ah, ja. James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Tja, einen kleinen Schluck müssen wir wohl noch nehmen. Aber erst einmal haben wir Jesse James, wie es da jetzt gerade steht, ehrenhaft getötet. Was aber gar nicht der Fall ist, aber naja. Jedenfalls ein Duell mit Jesse James. Verwundet haben wir ihn auf jeden Fall. Ein Erfolg für uns. Und dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Ein ziemlich cooler Kampf auf dem Zug, auch wenn wir gerade zwischendrin ziemlich oft gestorben sind. Aber geschafft haben wir es dann ja trotzdem noch. Ja, wie gesagt, auf dem Zug fand ich es sogar ziemlich cool, wenn man sich da mal ein bisschen die Gegend angeschaut hat, dass du ja schnell voranging, während du gerade mit anderen gekämpft hast. Ziemlich coole Sache. Jesse James haben wir leider nur kurz gesehen, aber trotzdem. Freue ich mich auf die nächste Folge. Bin gespannt, was es erwarten wird. Aber ich sage zuerst einmal, das war's. Bis dahin und ciao.